Ja, da drüben ist der Flughafen. Da kam ich heute früh an, um 8 Uhr ungefähr. Da stehen sie, die Ryanairs und, obwohl, nicht mal so viele. Ja, weiter hinten stehen sie. Vorne, was sind das denn für welche? Gelbe mit Propeller. Sabalot, ja, servus hier aus Kalabrien. Frankfurt Alert zum ersten Mal hier, ganz im Süden Italiens. Schaut mal her, da drüben die Berge. Wunderschön. Und hier Start- und Landebahn. Einmal geht es hier rum jetzt um den Flughafen. Ich teste jetzt heute bloß mal kurz die Strecke aus nach Akonia. Sind bloß 16 Kilometer ungefähr. Aber ich wähle hier diesen Schleichweg. Ich möchte jetzt nicht irgendwie auf so einer Bundesstraße fahren, diese Doppel-S-Straßen, SS irgendwas. Die sind ja immer sehr stark befahren und da ist es ein bisschen unangenehm. Und von daher habe ich mir so einen kleinen Schleichweg hier zusammengeklickt. Geht wie gesagt um den Flughafen rum und dann ja, irgendwie in so einer Bahnlinie entlang über so eine Brücke, die aber glaube ich laut Google Street View oder Google Maps gesperrt ist. Wir gucken mal. Ich habe da irgendwie so ein Mäuerchen gesehen, da kann man aber das Rad drüber heben. Das heißt, checken wir jetzt heute mal aus, weil in Akonia kommt morgen der Tom an. Der Tom vom Übungsberg, mein Radkollege, der hat mich ja quasi überredet, hierher zu kommen mit ihm. Moment, mit ihm ja diese Woche hier zu verbringen auf dem Rad, weil die anderen aus seiner Gruppe sind alle so E-Bike-Fahrer, irgendwie so 70-Jährige, und da wäre jetzt er der Einzige gewesen mit einem Rennrad und hat gemeint, ob ich nicht mitkommen wollte. Dann können wir da zu zweit ein bisschen unsere Touren fahren und ja, so bin ich, ne? Habe ich mich geopfert und wollte ihn nicht im Stich lassen und ja, bin dann kurzerhand mit hergekommen. Der kommt allerdings erst am Montag und der ist eben in Akonia stationiert. Von daher deswegen der Grund, dass ich heute mal die Strecke hier teste. Und das ist genau richtig heute, weil ich bin noch ziemlich platt. Ich habe 2 Stunden geschlafen, im Flugzeug ein bisschen die Augen zugemacht. Und ja, jetzt vorhin noch einmal am Zimmer, nachdem ich das Rad aufgebaut habe, auch noch mal vielleicht eine Stunde oder so. Also nichts Halbes, nichts Ganzes. Ich dachte schon, ja, irgendwie, ich habe einen Achter drin. Einen kleinen Seitenschlag hat, glaube ich, irgendein Laufrad. Das vordere ging dann wieder, das hintere, naja, muss man die Bremse ein bisschen öffnen. Kollateralschaden. Ja, da sind wir gleich beim nächsten Thema. Die liebe Ryanair hat meinen Radkoffer zerstört. Also nicht komplett zerstört, aber diese Halterung, diese Schlaufen, die dort angenäht sind, die sehr, sehr fest angenäht sind. Also das ist eigentlich ein guter Koffer, der stabil ist, haben die es tatsächlich geschafft, die rauszureißen. Jetzt hängt da so eine Schlaufe genau oben an den beiden oberen Top-Tragegriffen. Ihr merkt, ich bin noch ziemlich übermüdet. Eine dieser beiden ist halt jetzt lose. Also das müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr einen Koffer auf den Boden stellt, sind oben einmal vorne, einmal hinten ist jeweils eine Schlaufe, wo man dann eben mit beiden Händen diesen Radkoffer anheben kann. Und da ist jetzt nur noch eine. Das ist scheiße, weil ich weiß nicht, wie man die befestigen soll wieder. Das ist ja so eine starke Naht gewesen, ist ja eingenäht gewesen. Ja, ich habe das reklamiert, aber die Dame am Flughafen hat mir wenig Hoffnung gemacht. Die meinte, ja, Ryanair, die machen da eigentlich nie was. Und bei irgendwelchen Griffen an Koffern schon gleich zweimal nicht. Also, ja, wollen wir mal gucken, wie das weitergeht. Was da rauskommt, wahrscheinlich nichts. Aber ja, da fliegt man, was weiß ich, wie oft nach Südostasien. Da passiert nie was. Da fliegst du nach Vietnam, nach Thailand. Kein Problem, da fliegst du aber einmal mit Ryanair hier nach Kalabrien. Schon ist alles kaputt. Es ist zum Mäusemelken, aber ja gut, können wir jetzt nicht ändern. Aber ich wollte es mal mitgeteilt haben. So, es windet sehr. Ich habe wieder hier das Mikro an und in der Hand habe ich die Insta 360 Go Ultra. Mit so einem Magneten dann auch. Kann ich mir an die Brust heften. Jetzt für die kurze Tour reicht die Kamera.
mache jetzt heute kein langes Video, bloß ein kleines Einführungsvideo. Und dann würde ich sagen, genug gelabert. Da drüben nochmal schön Berge. Schaut ein bisschen so aus, wie wenn man die Brennerautobahn entlang fährt. Da haben wir links und rechts schön die Berge. So schaut es ein bisschen aus hier. Ja, wie gesagt, wir konzentrieren uns jetzt hier auf den Weg. Er ist stark befahren, wie ihr seht, und ja, Konzentration und einprägen, wie ich dann am Montag zum Tom finde. Also, viel Spaß bei den kommenden Videos. Tja, nicht nur Deutschland oder unsere Großstädte haben Müllprobleme, auch hier in Italien, wie man sieht, allerdings fernab von jeglicher Zivilisation. Aber hier diese Verbindungstrasse hier, die ich lang muss, weil ich dann jetzt auf die Seite muss, ja, dient hier wohl als Müllkippe, ja, fernab von den Augen der anderen, aber ist natürlich nicht schön. Ist nicht, was ist das? Ist das eine alte GoPro oder was ist das? Was haben wir hier? Alte Medikamente. Algix, Komparse. Nee, das ist eine Kompresse gewesen. Okay, ja gut, alles was man immer braucht, einfach mal in die Prärie schmeißen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, also hier ist dieses besagte Mäuerchen. Tatsächlich, Google Maps hat nicht gelogen und er kampiert hier irgendwie. War nicht schlecht. Na gut, aber da kam mir auch gerade einer entgegen mit seinem Rad. Oh, das ist eine Echse. Ah, da lief gerade eine Echse rein. Und von daher ja, bin ich nicht der Erste und der Einzige, der hier sich todesmutig über dieses wunderschöne Bauwerk schwingt. Hier unten der reißende Fluss, Rio Grande. Hier riecht es aber auch streng, muss ich sagen. Hier war auch schon wieder Müll gelegen da bei dem Camper. Ja, na gut, idyllisch ist anders. Aber ich verspreche, es wird natürlich noch schöner. Es ist ja hier nur, ja, da wo ich wohne, da wo es nicht schön ist. Aber ja, es wird definitiv schöner auf den nächsten Touren. Das verspreche ich hiermit hoch und heilig. Und ja, wir haben da so einiges vor. Wir wollen auch mal auf die andere Küstenseite rüberfahren. Man kann ja, von einer Küste zur anderen fahren, ist gar nicht so weit weg. Und sind vielleicht hin und her 100 Kilometer oder ein bisschen mehr. Ja, wir lassen uns da schon was einfallen. Seid gespannt. Heute, wie gesagt, nur mal ein bisschen einrollen hier mit 3 Stunden Schlaf. So, und hier müssen wir links. Und der nächste Radler. Servus. Ja, ein bisschen so wie das Knoblauchsland hier in Nürnberg. Ja, so sieht es hier auch ein bisschen aus. Hier sind lauter so Gemüsebetriebe. Ja, und wird hier auch gerne mal als Rennstrecke verwendet anscheinend. Da wird nochmal extra aufgedreht, wenn man an einem vorbeifährt, dass einem das Trommelfell rausfliegt. Aber hier ist wirklich sehr einsam und ja, da kann man eigentlich ganz gut fahren hier. Ein Auto kam jetzt gerade entgegen noch. Aber das ist echt eine Alternativroute zu dieser Straße hier oben. Die hätte ich nämlich lang gemusst. Und das ist halt so eine ekelhafte italienische Bundesstraße, die halt überhaupt keinen Spaß macht, wo du keinen Platz hast, wo du da ganz am Rand dann gedrängt bist und ja, die halt dich knapp überholen mit einem Affenzahn. Da habe ich halt überhaupt keinen Bock drauf. Hier liegt ein Kühlschrank und ein Plüschtier war da noch. Und von daher fahre ich lieber 2 Kilometer mehr. Bisschen hier so an den Kühlschränken vorbei und dann hat man hier aber seine Ruhe. Ja, muss man bloß ein bisschen Obacht geben hier. Die Oberflächenbeschaffenheit ist auch nicht gerade die beste und ja, wenn so ein rücksichtsloser Autofahrer wieder herkommt, der einfach drauf zu fährt und drauf hält, muss man halt auch ein bisschen Obacht geben. Aber es geht, das nehme ich in Kauf. Von daher passt es.
ich hätte jetzt irgendwie rechts gesollt, aber da ist ja nur die Schnellstraße. Das habe ich jetzt irgendwie nicht so verstanden. Ja, da muss ich nochmal nachfeilen an der Tour, weil ja, hier geht's ins Nichts. Ja, verdammte Hacke, oder? Na, ich hätte, vor der Bundesstraße hätte ich irgendwie rechts reingesehen. Ging es überhaupt rechts rein? War das so unscheinbar, dass ich das vielleicht gar nicht sah? Wir gucken uns das nochmal an. Also nochmal durch die Pfütze, ne, weil da hinten kommt ein Auto und der macht mich dann voll. Jetzt habe ich vorhin noch das Rad im Hotel geputzt. Und wie es ja immer so ist, es dauert keine Stunde und du fährst hier durch irgendeinen Dreck. Ach ja, tatsächlich, da vorne ist es. Da hätte ich reingesollt. Ja, Gott sei Dank, dass der Weg überhaupt existiert. So, Anzeichen geben, ne? Und hier links rein. Brav, jawohl, das ist der Weg. Sehr schön. Also fahren wir parallel zu diesem schönen Kanal, der hier gebaut ist, und der wunderschönen Bundesstraße hier links. Oh, oh. Ja, das war dann doch nicht so eine glückliche Wahl, das Scheibengleister. Aber ja gut, wir gucken mal, wie weit geht's denn. Wir haben schon andere Dinge vollzogen. Nicht, dass so an Vietnam und Philippinen denke. Naja, es geht schon hier ist schon wieder okay. Ist zwar kein Asphalt, aber ziemlich plattgedrückter Gravel hier. Also ein bisschen gröberer Asphalt, kann man sagen. Ja, es wird zunehmend schlechter hier. Boah, hier ziemlich ausgewaschen und ja, jetzt sind wir hier im Dschungel. Schau mal hier, da ist ja wie in Thailand. Ja, irgendwie ja, war das jetzt vielleicht auch nicht so gut geplant, aber ich habe ein paar so Stichpunktproben auf Google Street View gemacht und es war eigentlich alles asphaltiert. Blöderweise habe ich hier nicht reingeguckt, weil hier ist jetzt weniger gut, aber ja, es geht, aber man kommt halt nicht so gut voran und schön ist anders. Aber ja, jetzt ist die Frage, lieber, da ist schon wieder eine Echse, die laufen hier rum wie Straßenköder in Thailand. Unglaublich. Ja, ist halt die Frage, ist das jetzt besser oder oben auf der Hauptstraße sich in Todesgefahr zu begeben? Ich weiß es nicht. Ich entscheide das noch, ob ich dem Tod ins Auge blicke oder hier irgendwo versumpf. Jetzt sieht man das mal von oben hier, diesen komischen Kanal da. Ja, es riecht ein bisschen streng. Ich vermute, da sind diverse Substanzen drin, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Auf jeden Fall hat es so einen Fäulnisgeruch. Aber ja, ich muss mich jetzt hier weiter konzentrieren. Aber ja gut, wir gucken mal. Ich gehe nochmal in mich. Ich habe ja noch jetzt morgen einen Tag Zeit. Vielleicht fahre ich ja doch mal die Bundesstraße oben testhalber. Weil das kostet halt auch Zeit hier, der Bundesstraße. Da kannst halt in einem Zug durchdonnern. Hast halt die Autos, aber das hier kostet Zeit und kommst halt nicht vorwärts, macht halt keinen Spaß schon mal her. Der Bambuswald, unfassbar. Da könntest du jetzt echt meinen, das ist irgendwo in Thailand oder Vietnam. Unbelievable. Incredibile. Ja, Gott sei Dank endlich wieder ja, sowas wie eine Straße hier. Hier wohnen sogar Leute. Ja, hier kam ich irgendwie raus jetzt. Wir müssen nach rechts. Da lang, das schaut schon mal besser aus. Muss mal erforschen, wenn ich von da komme, wie ich da hinkomme. Weil das Stück war jetzt nicht schön. Es gibt noch einen Weg, wo man ein bisschen über die Bundesstraße muss. Und dann geht es mal weg. Vielleicht ist es der Weg sogar. Dann sparen wir uns das hier. Was surrt denn da?
Ja, genau. Also es geht jetzt hier weiter und wir hoffen auf Besseres. Ja, hier geht schon wieder los, hier geht schon wieder weiter. Sandpiste voraus. Verwehungen ja, der daneben liegenden, ja, was ist das? Ja, Sandgrube, whatever. Ja, Treibsand. Das ist immer ekelhaft, wenn du dann dann so schwimmst im Sand und es dir den Vorderreifen so halt wegzieht. Aber ja, das gehört anscheinend zu der Tour dazu, ja, aber sonst wäre es ja langweilig. Ja, also gut, haben wir das schon wieder geschafft. War doch gar nicht so schlimm. So, und wieder Asphalt unter den Reifen. Ja, es wird irgendwie nicht besser, aber deswegen habe ich jetzt die Kamera gar nicht angemacht, sondern weil jetzt ein Auto von hinten kommt. Auch das noch. Nee, ich wollte mal zeigen hier, ich habe immer noch meine sensationelle Konstruktion hier von meinem Lenkerband mit Tesa-Crepe befestigt. Bin immer noch nicht dazu gekommen, das irgendwie anständig zu fixen. Ja, das Rad lag jetzt dann die ganze Woche noch im Radkoffer, weil es verging ja nur eine Woche zwischen den beiden Reisen, Malta und hier Kalabrien. Von daher ja, hatte ich jetzt auch keine Muße, da noch irgendwie rumzudrücken. Ich habe auch gar nicht mal dran gedacht. Aber ja, es hält doch. Ja, es hält und es erfüllt seinen Zweck. Also, kein Grund zur Klage. Ja, wie in der Ukraine hier die Straße. Da bin ich auch auf so einem Ding gefahren. Da ist dann der ukrainische Linienbus gekommen, der ist dann so Slalom um die Löcher rum und rein und wieder raus und wusste gar nicht, welchen Weg er nehmen soll. Das erinnert mich jetzt ein bisschen dran. So, Ankunft hier, Akonia. Wir haben es geschafft, hier über diese Rumpelstraßen. Es hat mich durchgeschüttelt und gerüttelt. Wir müssen hier links einmal um den Kreisverkehr herum. Da steht es, Akonia. Schauen wir mal hier rein. Und ja, dann schaue ich mal, wo er sein Hotel hat. Das ist übrigens ein Italiener, der in Nürnberg ein bekanntes ja, so ein Café hat und auch so ein Lebensmittel. Hört er ihn hier an? Das ist in Ruhe. Das ist unfassbar. Ja, der hat so ein Lebensmittel ja, Laden und Restaurant in einem, wo man halt Wein kaufen kann, Nudeln, halt italienische Spezialitäten und gleichzeitig kann man dort auch essen. Ist da am Hafen da unten in Nürnberg und er hat hier eben auch ein Hotel, weil er hier aus Akonia kommt. Ja, und hier sind wir. Hier, Hotel Gullo. Hier wird mein Kollege absteigen. Hier ist auch der Rest der Bande. Ja, hier ist Nürnberger Kennzeichen. Ja, ertappt, erwischt. Gleich 2 Autos. Und ja, vielleicht können wir mal angucken. Vielleicht sind die ja da oder sitzen irgendwo draußen. Schnell einen Kaffee oder so. Obwohl, schaut irgendwie so dunkel aus. Hier gibt es hier eine Terrasse. Nee, ist auch nichts. Oh, der kommt aber schnell hier. Schau mal, wie die hier fahren. Ne? In der Ortschaft. Was? Naja gut, ich latsche jetzt da nicht einfach rein. Ich dachte, vielleicht sitzt da irgendwie jemand draußen oder ist eine Terrasse. Dann hätte ich mich mal vorgestellt, aber jetzt extra reingehen tue ich nicht. Okay, dann fahren wir weiter, machen einen Kreis und fahren wieder zurück. Ich fahre jetzt aber nicht denselben Weg zurück. Ich habe ja gut, das letzte Stück über den Flughafen und so fahre ich schon zurück, aber ich fahre jetzt hier weiter, mache dann so einen Bogen und komme dann wieder auf die Strecke. Ja, da geht's in die Berge rein. Schau mal her.
Hier günstige Immobilie links. Aber das ist dann schon eher was man sich anschauen kann. Die Straße ist auch breit, aber sie haben alle Tempo drauf. Da wird es am Himmel Angst. Ja, irgendwie ist jetzt mein DJI-Mikro ausgefallen. Ich glaube, ich habe das nicht geladen. Aber ja, hier das Mikro von der Go Ultra sollte auch gut sein und alles gut rüberbringen. Schaut's mal her. Geht jetzt bloß ein bisschen hoch. Also es sind keine Höhenmeter heute. Ich glaube nicht mal 300 auf 40 Kilometer. Von daher alles im Rahmen. Aber wunderschön. Auf irgendeinem Berg geht es doch mal die Tage. Ja, jetzt bin ich mal kurz hier in diese Straße rein, weil ich sah auf dem Bike-Computer, da geht so eine schöne Serpentine lang. Sieht aus wie eine Bergstraße. Ich fahre bloß mal kurz rein, um zu sehen. Ja, doch. Schau mal, wunderschön da am Zementmischer vorbei. Aber die schlängelt jetzt dann da hoch. Das sind so Straßen, die ich dann die Tage fahren möchte, die wir auch fahren werden. Aber meine Route geht hier weiter, flach jetzt zurück. Aber ich habe gerade gesehen, hier der Abzweig und auf der Karte so eine Schlangenlinie. Da geht es nach Coringa. Das ist Meer. Ja, dann war es das erstmal hier von dem Einführungsvideo. Wir beenden das Ganze da, wo ich ankam, hier am Flughafen. Das war meine Bushaltestelle hier. Da kam ich raus. Und drehe mal das kleine Teil. Das ist echt mini hier, die Kamera. Dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns dann am nächsten Video. Ich muss jetzt hier irgendwie aus dem Flughafen rauskommen. Ich glaube, ich durfte da gar nicht rein mit dem Fahrrad. Da war irgendwie so eine Schranke und ich glaube, da durften nur Autos rein. Egal, schon passiert. Ich fahre ja wieder raus. Also, wir sehen uns. Freut euch auf die nächsten Videos. Liked das Video, kommentiert, teilt es, aktiviert die Glocke und abonniert den Kanal. Sowohl auf TikTok, Instagram, Strava und Komoot. Und dann sage ich nur noch ciao, ciao. Signing off.